7 kostenlose WeTransfer-Alternativen im Vergleich. Du kennst das, große Dateien online zu versenden endet oft in Frust und Resignation. Warum? Klassische Dateitransferseiten sind oft durch eine meist viel zu niedrige maximale Dateigröße begrenzt. Ich stelle dir 7 Tools für dieses Problem vor und bin mir sicher, dass die passende WeTransfer-Alternative für dich dabei ist. Tipp 1. Dropbox ist mein allererstes Tool überhaupt, mit dem ich zu Schul- und Studienzeiten Dateien austausche. Eine Weiterentwicklung in Sachen Usability sehe ich seitdem leider nicht. Das ändert sich auch nicht mit dem Plus-Abo für rund 10 € im Monat, denn die Maximalgröße von 2 GB pro Datei bleibt bestehen, bei immerhin 2 TB Speicherplatz. Daher wird Dropbox für mich keine sinnvolle WeTransfer-Alternative mehr. Schade Marmelade! Tipp 2. Wie du es vom Namen Swiss Transfer schon richtig vermutest, steckt ein Schweizer Unternehmen hinter dieser Plattform. Sie bietet dir ohne Anmeldung einen sicheren und kostenlosen Versand von Dateien, die dann in der Schweiz gespeichert sind. Die maximale Anzahl der Übertragungen pro Tag und IP-Adresse sind 500 Stück bei maximal 20 Empfängern. Finde ich gut und dürfte auch dir fürs Erste reichen. Tipp 3. Making Sharing Sweet lautet das süße Motto von ToffeeShare. Einzigartig ist diese Dateitransferplattform deshalb, weil du unbegrenzt große Dateien von A nach B senden kannst. Manchmal kommt es zu Hängern bei der Übertragung, was daran liegen könnte, dass du entweder Safari als Browser nutzt oder über die Android-App kommst, die bei zu großen Dateien gerne mal abschmiert. Ich rate dir zu Chrome und dazu, beim Android-Transfer die App geöffnet zu lassen. Dann könnte es mit ToffeeShare geschmeidig laufen. Top! Tipp 4. Wie du es von WeTransfer und anderen kostenlosen Alternativen kennst, füllst du auch hier für den Dateitransfer deine Mailadresse plus die des Empfängers sowie optional Betreff und Nachricht aus. Dann schiebt TransferNow deine Dateien per Mail oder Link sicher ans Ziel. Gibt auch ein Abo-Modell mit Dateigrößen ab 250 GB pro Übertragung. Solide Seite, auch wenn der Look etwas kindlich rüberkommt. Tipp 5. Send Anywhere gehört zur Rakuten-Gruppe und hat damit einen starken Partner im Rücken. Die Koreaner setzen auf eine schnelle Dateiübertragung, die ja ohnehin auch von deiner Internetleitung abhängt. Falls du die Übertragung direkt wählst, spuckt das Tool dir einen QR-Code aus, den du mit einer Gültigkeit von 10 Minuten direkt weiterleiten kannst. Stark! Tipp 6. Für Freunde des deutschen Datenschutzes ist 4Shared vermutlich der blanke Wahnsinn und keine sinnvolle Option. Die Plattform ist eine Art Serverarchiv, auf dem du sogar nach gespeicherten Dateien suchen kannst. Ein Konto ist notwendig, die Maximalgröße pro Datei sind 2 GB und die Daten werden 180 Tage gespeichert. In meinen Augen solltest du 4Shared erst ganz weit hinten als kostenlose WeTransfer-Alternative betrachten. Tipp 7. Google Drive ist mein persönlicher Liebling, den ich tagtäglich zum Datenaustausch mit Kunden verwende. Deshalb landet die Backup-Plattform aus Mountain View in diesem Vergleich. Streng genommen ist Drive ein Cloud-Speicher mit Teilenmöglichkeit und kein echter Datentransfer. Egal. Immerhin gibt es in der Free-Version 15 GB Speicher, bei Bezahlung bis zu 2 TB. Große Dateien versenden geht dank Google-Mail-Konto also easy und kostenlos. Fazit: Falls du schnell, unkompliziert und ohne Anmeldung große Dateien versenden möchtest, dann empfehle ich dir ToffeeShare. Auf Platz 2 landet für mich Swiss Transfer. Falls du eher einen langfristigen Datenaustausch suchst, dann empfehle ich dir Google Drive. Hast du Fragen oder kennst du eine bessere kostenlose WeTransfer-Alternative? Oder möchtest du deine Erfahrungen zu den genannten Plattformen teilen? Freue mich auf einen Kommentar und dein Abo. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.